Welche berühmte Oper von Händel verbirgt sich unter dem weniger bekannten Titel Zenobia? Was für eine kulturelle Verbindung gibt es 1724 zwischen London und Hamburg? Und kann man auch in Hamburg der Barockzeit einmal auf die Tageszeitung verzichten? Wenn Sie keine Antworten darauf haben, bleiben Sie bei uns. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 25. Mai 1724, ist im Hamburger Theater am Gänsemarkt die Oper Zenobia oder das Muster rechtschaffener ehelichen Liebe. Also würde Sie ein solcher Titel in die Oper locken? Eine Oper von Georg Friedrich Händel unter diesem Titel zu hören und zu sehen. Jetzt würden die Händel-Kenner protestieren: Halt, stopp, so eine Oper gibt's bei Händel gar nicht. Stimmt, der Hamburger Musiker, Aufklärer und Diplomat, außerdem Händels Degenkampfpartner und Freund Johann Mattheson, bringt eine erfolgreiche Londoner Oper in die Hansestadt, übersetzt die Rezitative ins Deutsche und gibt ihr einen neuen Namen. Es geht um Prinzessin Zenobia, um einen Krieg zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn wegen einer heftigen Liebe. Es geht um Treue und Gemeinheit und am Ende um allgemeinen Frieden und Gnade. Wie heißt diese Oper in London? Das erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Tageszeitung Relations Courier, was man so an diesem Tag alles erfährt. Geburtstag der Erzherzogin in Wien. In Dresden feiern die beiden königlichen Hoheiten den Geburtstag des polnischen Königs. In Venedig diverse Schiffe angekommen, mit guten Ladungen, jedoch ohne besondere Neuigkeiten. Seine Hoheit mit 3 Karossen, Gefolge von 4 Karossen. Also ich glaube, wir gehen am besten gleich in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir finden uns in einem Feldlager wieder. Es wird gerade eine Stadt belagert. Aus dem Librettoheft erfährt der Operngänger, dass es das Jahr 53 nach Christus ist. Der König von Armenien, Tiridates, erklärt seinem Schwiegervater und König von Thrazien, Pharasmanes, Thrazien ist damals eine Gegend zwischen Bulgarien, Griechenland und Türkei, den Krieg. Der Kriegsgrund ist Tiridates' wahnsinnige Leidenschaft für Zenobia, die Frau von Pharasmanes Sohn Rhadamistus. Über Tiridates haben wir in einem der früheren Berichte zur Oper Nero schon gesprochen. Da heiratet der armenische König noch gerade und erweist sich als ein treuer Verbündeter des römischen Tyranns. Nun ist Tiridates etwas älter geworden und selbst ein erstklassiger Tyrann. Es genügt ihm nicht, eine treue und liebende Gattin Polissena zu haben. Er verliebt sich heftig in Zenobia, die Gemahlin seines Schwagers Rhadamistus. Der geschlagene König von Thrazien, Pharasmanes, der gefangen genommen wurde, wird in Ketten vorgeführt, um Rhadamistus zur Kapitulation zu bewegen. Der König rät seinem Sohn jedoch, weiterzukämpfen. Die Stadt wird erobert und Rhadamistus und Zenobia fliehen. Doch die Flucht gelingt nicht und als sich die Feinde nähern, bittet Zenobia in ihrer Verzweiflung ihren Mann, sie zu töten. Er kann sie aber nur verwunden, sie stürzt sich in den Fluss. Rhadamistus wird gefangen genommen, Zenobia wird zum Tiridates gebracht, er bietet ihr vergeblich sein Herz und sein Königreich an. Wie immer bei Händel viel verzweigte Intrige und Nebenintrige. Inzwischen erhebt sich Widerstand in Tiridates' Armee und der Tyrann muss klein beigeben. Am Ende gibt es statt blutiger Rache Großmut und Vergebung. Rhadamistus ist wieder mit seiner geliebten Gattin Zenobia vereint. Schwiegervater Pharasmanes bekommt seine Krone zurück. Bösewicht Tiridates dankt seinen Feinden für eine unverdiente Gnade. Die Oper endet mit Worten des singenden Chores: Kein glückseliger Tag kann gewünschet noch gehoffet werden als eben dieser. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens ein Teil von des Tiridates Lager mit Zelten. Zweitens der andere Teil des Lagers mit der belagerten Stadt
an welcher der Fluss Araxes vorbeifließet, worüber eine Brücke geht. Drittens ein Platz mit Säulen. Viertens eine angenehme Gegend am Flusse Araxes mit einigen ruinierten Gebäuden und einem Ausgang eines unterirdischen Weges. Fünftens das königliche Lustschloss. Sechstens des Tiridates Zimmer. Siebtens der Vorhof des königlichen Palastes. Achtens der Zenobier Kabinett und schließlich neuntens ein königlicher Saal. Wer sind die Menschen, ohne die diese Opernaufführung nicht möglich gewesen wäre? Am Anfang war die Geschichte, aufgeschrieben von römischen Geschichtsschreiber Tacitus im 1. Jahrhundert nach Christus in seinen berühmten Annalen. Im Jahr 1638 greift der französische Literat Georges de Scudéry diese Erzählung für sein Theaterstück L'amour tyrannique auf. Danach ist es der Italiener Domenico Lalli, der für seinen Kollegen und Komponisten Francesco Gasparini in Venedig 1710 daraus eine Vorlage für die Oper L'amor tyrannico o Zenobia anfertigt. 10 Jahre später wird die Geschichte nach London von vermutlich Nicholas Haym gebracht und für das Haymarket Theater von Händel unter dem Titel Radamisto 1720 vertont. Radamisto ist Händels erste Oper für die neu gegründete Royal Academy of Music und die zweite Produktion der Akademie. Sowohl der König als auch der Prinz von Wales besuchen die Premiere und nehmen die erste Auflage von 10 Aufführungen begeistert auf. Eine wesentlich überarbeitete Fassung der Oper wird im selben Jahr im King's Theatre aufgeführt mit einer stark veränderten Besetzung. Diese Variante bringt Matheson nun nach Hamburg. Vermutlich leitet er auch die Premiere im Januar 1722 sowie die bis dahin 25 weitere Aufführungen. Ob er auch bis 1736 als Dirigent die Aufführung leitete, ist zu bezweifeln. War es der Kapellmeister Telemann? Jedenfalls ist nicht klar, ob es am Hamburger Theater damals schon so etwas wie einen angestellten Dirigenten für fremde Opern gegeben hat. Als Bühnenbildner sind beide uns bereits bekannte Maler Tobias Querfurt und Johann Jürgen Rabe bekannt. Ballettmeister ist Monsieur Tibust. Die Namen der Sänger werden diesmal nicht im Libretto angegeben. Sehr schön ist natürlich, dass das Notenmaterial vollständig erhalten und sogar in moderner Ausgabe verfügbar ist. Am 8. Juni berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Serenada und Illumination Das frohlockende Großbritannien von Reinhard Kaiser in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald. Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.